Ich war im letzten Sommer selber in der Situation, wohnungslos zu sein durch äh, ungünstige Umstände und bin dann aus einer Notübernachtung hierher empfohlen worden, dass man hier eine Tagesstätte hat, wo man sich aufhalten kann, wo man mithelfen kann, aber eben auch einen Raum hat, um so banale Sachen zu machen, wie hier immer in Ruhe Fingernägel, Fußnägel und so weiter. Und bin dann relativ schnell, weil ich leidenschaftlich gerne koche und backe, in solche Tätigkeiten eingestiegen und arbeite seit 1. Oktober. Ich hatte schon lange den Wunsch, einfach für Frauen, die psychisch sehr krank sind, also der größte Teil der Frauen hier sind psychisch sehr belastet, mehrfach traumatisiert und leben ganz am Rande unserer Gesellschaft, sehr unsichtbar. Und ich hatte unbedingt den Wunsch, einfach was Gutes für die zu tun. Da fing es mit dem Kochen an, gutes Essen kochen, warmen Raum geben, wo sie hin können, ein Safe Space. Also einfach Schutzraum geben für Frauen, die es unheimlich schwer haben, in unserem System zu überleben. Ich nutze den Unterschlupf seit einem Jahr als Tagesaufenthalt, also als Wohnung auf Zeit. Hier kann man zur Ruhe kommen. Das ist so wie ein sicherer Hafen. Man kann sein Leben meistern. So finding this place was actually by the hand of one of the volunteers here. Daniela stopped by me one day. She already saw me one time. She stopped on the second day. She gave me the sticker and I kind of followed through. The next morning I was here. And this was in June. So I felt so good I never left. I kind of come with the furniture now. Ist mir durch eine Bekannte, ne, die hat mir gesagt, hat was Neues aufgemacht und hat mir dann den Flyer gegeben. Ne. Ja, und dann bin ich einfach hierher. Ich habe einfach mit ihr die Vorstellung gehabt, dass ich eine zu große Distanz zu den Frauen habe. Jetzt arbeite ich aber hier und habe seit einem Jahr und habe aber nicht einmal eine Distanz gespürt, sondern mit jedem Tag eigentlich eine größere Nähe und einen besseren Umgang. Und mir macht das hier viel Spaß. Die Frauen, die sich hier aufhalten, auch bei uns im Team ganz viele verschiedene Menschen sind. Unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Ausbildungen, Lebenssituationen, Lebensumstände, völlig gemischtes Alter, viele verschiedene Sprachen oder Herkünfte und das ist unheimlich spannend. I don't see the place as, oh, it's a shelter. No, it's actually much more. It's like I'm home. Aus meiner Sicht von jungen Frauen, wo ich denke, sie sind erstmalig in solche Situationen gerutscht, wo ich schon wichtig finde, dass man schaut, dass sie möglichst aus der Situation schnell wieder rauskommen und ein Umfeld finden, was einfach viel bessere Perspektiven in dem Lebensalter bietet, als eben auch eine andere Altersstruktur, die es seit Jahrzehnten aus meiner Sicht sich fast schon an dieses Leben ein bisschen gewöhnt haben. Was wir den Frauen hier anbieten können, ist eine warme Dusche, die können ihre Klamotten hier waschen, die können 3 warme Mahlzeiten am Tag bekommen, die sind alle mit Herzblut zubereitet. Die können hier pennen, die können hier schlafen tagsüber. Genau das machen die meisten hier tatsächlich auch. Die Ladies schlafen ganz oft, wenn sie draußen auf der Straße leben. Sie schlafen nicht in der Nacht. Die Nacht ist dunkel, die Nacht ist gefährlich. Die müssen am Tag schlafen. Sie kommen zu uns, sie sind todesmüde, sie sind voll fertig, sie sind schmutzig, sie wollen ihre Klamotten wechseln. Wir haben diese Boutique, in der ich hier gerade sitze, durch tolle Spenden. Wir haben wirklich viele Kleidung. Manche wechseln von Kopf bis Fuß einmal durch. Sie bekommen Hygieneartikel hier. Aber am meisten, was sie hier bekommen und was sie sich hier am meisten auch nehmen können, ist wirklich Ruhe und mal kurz Entspannung. Es ist voll der Safe Space. Wir haben einen Chillraum mit 3 Betten. Die sind immer belegt den ganzen Tag über. Und eine schläft immer, hört ein Hörbuch. Entspannt einfach. Ich finde, es gibt noch eine Besonderheit am Unterschlupf, die ich sehr bewusst wahrnehme. Man kommt hierher, ich kenne es aus anderen Einrichtungen, hat die Möglichkeit, auch Frau zu sein. Man hat die Spiegel, man hat die Boutique, man hat die anderen Frauen, wo man gucken kann, guck mal, steht mir nicht. Die Freude auch von anderen Frauen, die begeistert sind, weil sie ein neues Kleidungsstück haben und in ihrer Lieblingsfarbe und dann vielleicht sogar noch der passende Nagellack dasteht und es einen Rückzugsraum gibt. Och,
Da kommt auch mal ein Friseur, und wenn der mal nicht so regelmäßig kommt, werden die Haare untereinander geschnitten. Dann wird ein neuer Zopfhalter gesucht, dann hat eine noch einen Ohrring. Also so, wie Frauen eben glücklicherweise sind und sein wollen. Im Unterschlupf nutze ich ja am liebsten die Gespräche mit Mitarbeitern und anderen. Hier wird man so und so rund um die Uhr versorgt. Man wird bestens bekocht. Eine Kleiderkammer haben wir, wo wir uns, wie Shopping. Das ist eine Wohnung auf Zeit mit einem riesen Kleiderschrank. Das ist eigentlich ganz cool hier. Even though there isn't a social worker involved, there's always an answer. There's always the knowledge to push you further ahead if you want to. Wenn man auf der Straße lebt, ne, man muss ja dann aus diesen Notübernachtungen schon immer recht früh raus, ne, und dann hat man also bis zum Abend, ne, irgendeine Spanne, wo gehst du hin, Bibliothek oder, ne, und da bietet sich das hier an, ne, hier kannst du chillen, hier kannst du schlafen, hier kannst du Buch lesen, hier kannst du dich mit Personen unterhalten, ja. Und, ja, das hat mir eben gut gefallen, ne. Ich glaube, das ganz Besondere ist im Vergleich zu anderen Tagesstätten, dass es eine kleine Einrichtung ist von den Räumlichkeiten und dass es sich trotz alledem ein bisschen verteilt. Die Frauen haben ja hinten auch nochmal die Möglichkeit, sich tagsüber in einem Extraraum auszuruhen. Sie können sich hier zurückziehen. Wir haben 2 große Essensräume. Wir haben die Terrasse draußen, also es verteilt sich ein bisschen, sodass man anders als in Einrichtungen mit einem großen Raum es sich auch ein bisschen entzerrt und man unterschiedlichen Dingen nachkommen kann. Also man kann häkeln, man kann Musik hören, man kann lesen, man kann hinten schlafen, man kann sich hier die Nägel polieren. Das Wichtigste finde ich hier, dass wir denen ein positives Lebensgefühl geben können für diesen Moment. Das ist vielleicht ja nur eine Stunde am Tag, ne? Aber wir machen alles hier im Team. Also wir entscheiden alles im Team gemeinsam. Also ja, hier im Unterschlupf ist schon ja, was Besonderes irgendwie, ne? Also man merkt, dass die Mitarbeiter, ne, für einen da sind. Ja, ne? Seit einem halben Jahr ist Paola in dem Kreativraum und näht und stickt und häkelt fantastische Sachen. Betty came up with the brilliant idea of making fabric shopping bags. Those first 9 that were photographed went out the window the same day. Now I'm here, but I don't do just repairs. I have the projects from Unterschlupf. I have my own personal projects, and I have constantly the repairs from ladies that come by and ask me, hey, can you please help me with this zipper? Can you please give a few stitches here or there? So that's kind of my area. That's how I spend my days. Hier ist es ein bisschen die Herausforderung, dass man nicht alle seine eigenen traditionellen Rezepte so 1:1 umsetzen kann, sondern man arbeitet ja mit dem, was da ist, was durch Spenden reinkommt, was manchmal auch die Frauen mitbringen aus anderen Einrichtungen. Oh, können wir da nicht was draus backen? Also das macht das Ganze aber auch viel spannender. Die Special Moments sind, ich weiß nicht, wenn ich hier bin, ich bin voll oft auch berührt, wie die Ladies es schaffen, sich auch zusammenzuraufen, ne? Unter so krassen Bedingungen. Die meisten von denen, die haben keine Family, die haben keine Friends, die leben teilweise seit 20, 30 Jahren auf der Straße, in ganz Deutschland auch, nicht nur in Berlin, ne? Die kommen von überall oder von der ganzen Welt. Viele verschiedene Nationalitäten auch hier. Und ich finde das beeindruckend, wie sie dann an diesem Ort es dann sozusagen doch schaffen, sich ihre Momente irgendwie zu nehmen, auch miteinander, untereinander. Und ich habe vollstes Verständnis, wenn es manchmal nicht geht. If you stay on the street the whole day, it's harder to get your internet, get your warm food, look at this corner. I mean, it doesn't look like much, but it keeps me busy for an entire day. An entire day. An entire day that I don't need to worry about situations and problems that I personally have. Keeps me busy. Oh yeah, do I think about them when I go to bed? Absolutely. Do they have the same weight as if I would think about them the entire day? Not at all. Hier kommen wir her, wenn wir Probleme haben. Hier kommen wir her, wenn wir lachen wollen und Spaß haben wollen. Oder wenn wir uns auskotzen wollen. Also der Unterschlupf gibt alles. Er gibt Ruhe, eine Möglichkeit, wieder zur Ruhe zu kommen und neu zu starten. Ideen zu haben, sich zu entwickeln.
Und es gab eine Gästin, sie ist super jung und sie hat wirklich die allerschönsten Worte dafür gefunden. Sie hat gesagt, ey Leute, wir sind quasi wie Schwestern, auch wenn wir keine echte Family sind. Und ich habe Lust, dass wir einander so behandeln. Lass das mal bitte so machen. The whole community in this house is having the big question mark. What happens in April and how do we carry on from that? Ja, wir brauchen dringend Räume hier in Kreuzberg. Also wir wollen in Kreuzberg bleiben auf jeden Fall. Also in Berlin, ich kenne viele Einrichtungen, aber es gibt keinen Ersatz. Ich war lange wohnungslos. Ich war einmal 8 Jahre draußen, bin jetzt wieder 3 Jahre draußen. Und ich kenne viele Angebote, viele Hilfseinrichtungen, aber nichts Vergleichbares wie den Unterschlupf, der ihm einfach das Gefühl gibt, hier bist du nicht nur wohnungslos, hier bist du eine Frau auf Augenhöhe. Hier kannst du mit allem kommen, aber hier wirst du nicht einfach fallen gelassen. Wenn das hier weg ist, dann bin ich wieder nur eine Wohnungslose. Hier bin ich ein Unterschlüpfer. Es gibt viel zu wenige solche Einrichtungen. Ne? Und darum ist es ganz wichtig, dass diese Bleibe hier erhalten bleibt. Also ich persönlich würde es als Niederlage empfinden, weil man weiß, man lässt Frauen zurück, die finden ihre Schlupflöcher und die wissen, wo sie hingehen, aber wir wissen es eben nicht. Also mit vielen sind wir jetzt seit Monaten, wir sehen sie jeden Tag oder zumindest sehr regelmäßig, versuchen auch hier und da auch mal noch einen Schritt zu lenken, organisier dich mal ein bisschen weiter oder guck mal über Alternativen nach. Ja, obwohl es dann unverschuldet wäre, aber es wäre schon ein verdammt schlechtes Gefühl. Also wir selber wissen ja, wie es mit uns weitergeht, aber dann so zurückzugucken, na, was wird jetzt draus, wäre also für mich verdammt schwierig. Yeah, there are more shelters in Berlin. We're all aware of that fact, but feeling at home like in this corner, that's going to be very, very hard to replace. Jede Menge Sicherheit geht verloren. Nicht nur der Schrank geht weg, also die Möglichkeit, Sachen zu lagern. Ich gehe hier duschen, ich esse hier, ich habe meine Bekannte hier. Das ist meine Wohnung auf Zeit. Hier, alles, was Menschen in ihrer Wohnung machen, mache ich hier. Hier komme ich her. Wenn ich nicht draußen unterwegs bin und nichts zu tun habe, hier komme ich her. Das ist mein Zuhause jetzt. Also was fällt weg? Alles. Also wenn der Unterschlupf jetzt geräumt wird, werden wir Wohnungslosen noch einmal geräumt. Wir verlieren unser Zuhause. Come by. Get the chance to know us. Get the chance to know us. Instead of hearing me saying what I think about this place, you get to experience firsthand. The doors are always open. I mean, until April. The warmth and kindness from this place cannot be replaced because the human factor is so important here. Do not let this project die.